Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, mit mir diese lässige, verschlusslose Jacke mit Schalkragen zu häkeln. Der großzügige Schnitt umschmeichelt die Figur und es passt auch noch gut ein Pullover darunter. Ich hoffe, sie gefällt euch und wünsche euch viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Für diese Jacke nehme ich die Big Mama Print von Gründel. So ein Knäuel hat 400 Gramm und 1040 Meter Lauflänge. Empfohlen ist eine Nadelstärke 3,5 bis 4,5. Ich nehme aber eine etwas dickere Nadel, eine 5 mm Nadel, damit das Ganze schön locker wird. Und das ist die Farbe Nummer 34. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle 2 Luftmaschen, drehe mir die erste ein bisschen um, sodass ich hier durch beide Fäden durchstechen kann, steche ein, hole den Faden durch und masche nur eine Schlaufe ab und dann die restlichen beiden und steche wieder in den Querfaden ein, hole den Faden durch, eine Schlaufe abmaschen und dann die letzten beiden Schlaufen und immer in den Querfaden wieder einstechen, den Faden durchholen, eine Masche abmaschen und dann die anderen beiden. So häkeln wir praktisch zunächst eine Luftmasche und dann die feste Masche. Und ich mache für die Größe 40-42 ungefähr 66 cm. Die anderen Größen schreibe ich euch unten hin. Und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus 2 extra Maschen für das Muster. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein Maß erreicht, ca. 66 cm, ungedehnt gemessen, möglichst gerade hinlegen und höchstens einmal kurz dehnen und dann ungedehnt hinlegen. Und bei mir sind das 90 feste Maschen. Gezählt wird hier, wo die schönen Maschen sind, und wir kippen das Ganze, sodass die schönen Maschen jetzt oben sind. Und in der ersten Reihe teilen wir das Muster ein. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen. Die zählen bereits als erstes Stäbchen und somit ist diese erste Masche hier bereits besetzt mit diesem Stäbchen. Die nächste Masche lassen wir aus und in die übernächste Masche häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, beide in dieselbe Masche, und in die nächste Masche ebenfalls 2 Stäbchen. Dann lassen wir 2 Maschen aus und häkeln wieder 2 Stäbchen in eine Masche und noch einmal in die nächste Masche 2 Stäbchen. Das Ganze sieht so aus. Wir haben hier ein Ersatzstäbchen, eine Masche ausgelassen, 2 Stäbchen in eine Masche, 2 Stäbchen in eine Masche, 2 auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche, 2 Stäbchen in eine Masche, 2 auslassen und dann kommen diese Doppelgruppen
mit je 2 Stäbchen in eine Masche, immer zweimal. Wieder 2 auslassen und 4 Stäbchen nebeneinander, davon immer 2 in eine Masche. Es gibt solche Vierergruppen, dann immer 2 auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche und noch einmal 2 Stäbchen in eine Masche, 2 auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche und ein zweites Mal. Das sieht dann so aus und wir machen das die ganze Reihe so. Am Ende müssen 2 Maschenköpfe frei bleiben und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende habe ich jetzt noch 2 feste Maschen übrig. Davon lasse ich eine aus und in die allerletzte feste Masche häkle ich noch ein Stäbchen. Und ich wende die Arbeit und die Reihe, die jetzt kommt, wird immer wiederholt. Sie beginnt immer mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und jetzt behäkeln wir immer von diesem Vierergrüppchen die mittleren beiden Stäbchen. Also wir lassen 1 aus und häkeln wieder 2 Stäbchen in eine Masche und gleich auf das nächste Stäbchen wieder 2 Stäbchen in eine Masche. Springen zur nächsten Gruppe und behäkeln wieder die mittleren beiden Stäbchen. Wir lassen also 2 aus und häkeln wieder 2 Stäbchen in eine Masche und ins nächste Stäbchen ebenfalls 2 Stäbchen in eine Masche. Überspringen wieder 2 und so landen wir immer auf den mittleren beiden Stäbchen der Vorreihe. Und da kommen wieder jeweils 2 in eine Masche. Das sieht dann so aus. 2 auslassen und immer in die mittleren beiden dieser Gruppe aus der Vorreihe wieder 2 mal 2 Stäbchen in eine Masche. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe wieder fertig mit der Reihe und hier enden wir so. Dieses letzte Stäbchen der Vierergruppe überspringen wir und machen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens von unten gezählt 1, 2, 3, also die gleich nach dem Stäbchen hier kommt, unbedingt in die dritte Luftmasche, sonst verliert ihr am Rand an Höhe. Auf keinen Fall weiter unten einstechen, also in die dritte Luftmasche, das ist ganz wichtig. Und hier noch ein Stäbchen und dann wenden wir wieder, ich zeige euch die Reihe noch einmal. Sie beginnt immer mit 3 Luftmaschen und wir behäkeln immer die mittleren beiden. Und da kommen immer 2 Stäbchen hinein. Und dann zur nächsten Gruppe springen und immer die mittleren beiden Stäbchen behäkeln.
Das sieht dann so aus. Hier am Rand laufen immer die Stäbchen schön übereinander. Das sind unsere Randstäbchen. Und ich mache wieder bis zum Ende der Reihe. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen und hier ist es so, das letzte Stäbchen lassen wir aus und in die Luftmasche direkt daneben, da kommt noch ein Stäbchen hinein. Das ist die dritte Luftmasche von unten gezählt, dieses Ersatzstäbchens. Und diese Reihe wiederholen wir jetzt immer dieselbe Reihe. Für die Größe 40-42 mache ich ca. 62 cm und die anderen Maße schreibe ich euch unten hin. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe mein Rückenteil ca. 62 cm hoch gemacht. Für die Größe 40-42, die anderen Maße habe ich euch unten hingeschrieben. Bei mir sind es 42 Reihen ohne die Anschlagreihe, also 42 Musterreihen. Und am Ende häkle ich eine Luftmasche und ich lasse hier 2 bis 3 Meter Faden dran. Den können wir später noch für die Schulternähte gebrauchen und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Vorderteile arbeiten. Für das erste Vorderteil beginne ich wieder mit einer Anfangsschlinge, mache wieder feste Maschen im elastischen Anschlag, ganz genau gleich wie beim Rückenteil. Nur mache ich diesmal für die Größe 40-42 ca. 53 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch unten hin und wir brauchen wieder eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus 2 zusätzliche Maschen. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Meine Kette ist jetzt ca. 53 cm lang. Bei mir sind das 70 feste Maschen. 68 ist durch 4 teilbar plus 2 extra Maschen. Und jetzt kippe ich das Ganze wieder und häkle genau gleich wie beim Rückenteil. Zuerst 3 Luftmaschen, die erste feste Masche auslassen, also die allererste ist schon besetzt, die zweite auslassen und in die dritte häkeln wir wieder unser Muster mit 2 Stäbchen in eine Masche und gleich noch einmal 2 Stäbchen in eine Masche, 2 auslassen und wieder unsere Vierergruppe mit je 2 Stäbchen in eine Masche, dazwischen immer 2 auslassen und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende bleiben 2 feste Maschen übrig. Davon überspringen wir noch eine und in die letzte häkeln wir noch ein Stäbchen. Und jetzt häkeln wir genau gleich wie beim Rückenteil weiter, im selben Muster und dieselbe Anzahl Reihen, wie ihr beim Rückenteil gemacht habt. Und dann den Faden nicht abschneiden, es geht dann noch mit dem Schalkragen weiter. Also
Wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe das Vorderteil auch gleich hoch gemacht wie das Rückenteil, also genau gleich viele Reihen. Bei mir sind es 42 Reihen, eine gerade Anzahl. Ich befinde mich jetzt im Moment auf der schönen Seite, das erkennt ihr daran, wenn der Faden rechts hängt, der Anfangsfaden, das ist die schöne Seite. Und jetzt wende ich die Arbeit und jetzt braucht ihr ein Maßband und ich messe jetzt vom Rand 30 cm herüber. Das ist für alle Größen gleich. Mache mir hier eine Klammer, ungefähr 30 cm, und jetzt häkeln wir bis zur Klammer im ganz normalen Muster und bei der Klammer sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Klammer angekommen und da ich nicht mit einer halben Gruppe aufhören will, mache ich diese Gruppe noch voll und häkle dann noch ein Randstäbchen einfach auf das nächste Stäbchen. Das ist jetzt wieder unser Randstäbchen und jetzt wenden wir und häkeln in unserem gewohnten Muster weiter über diese, bei mir sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gruppen. Diese Anzahl, die kann bei euch anders sein, die müsst ihr euch merken für das zweite Vorderteil. Also bei mir sind es 10 Gruppen und wie gesagt, bei euch kann die Zahl auch anders sein. Und über diese 10 Gruppen häkle ich jetzt circa 10 cm hoch. Und wenn ihr das gemacht habt, das ist ebenfalls für alle Größen gleich, circa 10 cm, 10 bis 11. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe circa 10 cm hochgehäkelt und bei mir sind das 6 Reihen. Die Reihenanzahl ist egal, es sollten zwischen 10 und 11 cm sein. Und bei mir sieht das jetzt so aus, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unbehäkelte Gruppen sozusagen und 10 behäkelte Gruppen. Und diese beiden Zahlen brauchen wir dann für das andere Vorderteil. Die Zahlen können bei euch völlig anders sein, vor allem hier, wenn ihr eine größere Größe habt, sind hier mehr Gruppen. Und jetzt schneide ich gleich den Faden ab. Ich häkle noch eine Luftmasche, lasse auch hier ein Stück Faden dran, ziehe den Faden durch und ziehe ihn fest. Und wie gesagt, wir brauchen ja ein zweites Vorderteil. Das machen wir gegengleich, aber bis hierher ist es genau gleich wie dieses, also wieder dieselbe Anzahl an Maschen anschlagen und genau die gleiche Anzahl Reihen hochhäkeln. Und wenn ihr hier angekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe das zweite Vorderteil bis zum Kragen hochgehäkelt, genau gleich wie das erste. Bei mir waren das 42 Reihen. Ich befinde mich wieder auf der Vorderseite im Moment. Der Faden hängt rechts unten, der Anfangsfaden. Und jetzt machen wir das so. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, lasse wieder ein Stück dran
Schneide den Faden ab und ziehe ihn durch und ziehe ihn fest. Und jetzt wenden wir das Teil. Und jetzt zählt ihr die Gruppen, oder ihr wisst die Gruppen, die wir beim anderen Vorderteil unbehäkelt gelassen haben. Bei mir waren das 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Zahl kann bei euch auch anders sein. Und nehmen uns wieder die Wolle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und starten hier, also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und bei der letzten Gruppe starten wir auf dem letzten Stäbchen, das wird wieder unser Begrenzungsstäbchen. Hier ziehen wir den Faden durch, machen einen Knoten hinein, stechen noch einmal in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch und häkeln unser Ersatzstäbchen und häkeln dann wie gewohnt im Muster weiter, so wie vorhin auch, und machen über diese 30 cm, also bei mir sind das hier 10 Gruppen und das 7, also genau gegengleich zum anderen Vorderteil, und ich mache gleich viele Reihen für den Kragen wie beim anderen Vorderteil, also wieder circa 10 bis 11 cm. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe wieder 10 cm hochgehäkelt. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, lasse wieder ein Stück Faden dran, schneide ihn ab, ziehe ihn durch und ziehe ihn fest, und wir sehen uns gleich wieder und da zeige ich euch, wie wir die Teile zu einer Jacke zusammenfügen. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe hier das Rückenteil auf den Tisch gelegt mit der schönen Seite nach oben. Das erkennt ihr daran, dass der Anfangsfaden rechts unten hängt, und jetzt lege ich mir das Vorderteil so drauf, das ist das im Tragen rechte Vorderteil, dass die schöne Seite innen ist und der Kragen in der Mitte. Und dass die schöne Seite innen ist, erkennt ihr hier daran, dass der Faden jetzt links unten hängt. Das zweite Vorderteil kommt dann gegengleich drauf, das machen wir später. Und jetzt fixieren wir uns hier die Schulternaht ein bisschen mit Klammern, und ihr müsst darauf achten, dass genau diese Gruppen, die ihr unbehäkelt gelassen habt, aufeinander stimmen, und bis hierher wird die Schulternaht geschlossen. Das bleibt im Moment noch offen. Also bei mir waren es 7 unbehäkelte Gruppen, und genau über diese 7 Gruppen machen wir jetzt die Schulternaht. Dazu können wir den Faden verwenden, den wir dran gelassen haben. Wir stechen in die äußerste Masche ein, vorne und hinten. Hinten müsst ihr aufpassen, da ist es ein Ersatzstäbchen. Hier in die dritte Luftmasche einstechen, den Faden durchziehen, dann eine Luftmasche häkeln und dann noch einmal durch dieselben Maschen durch, den Faden durchholen und eine feste Masche häkeln. Und so häkeln wir Stäbchen für Stäbchen zusammen, und zwar mit festen Maschen. Also immer schauen, dass ihr vorne und hinten das gleiche Stäbchen der Gruppe erwischt, dann stimmt das Haar genau zusammen
Und das mache ich bis zum Kragen herüber. Und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe hier beim Kragen angekommen und häkle hier bis in diese letzte Masche, wo schon eine Masche drin ist für den Kragen, also in diese Masche auch noch eine feste Masche häkeln bis ganz in die Ecke, damit da kein Loch entsteht. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche und ziehe den Faden durch und ziehe ihn fest. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt nehmt ihr euch das zweite Vorderteil und legt es ebenfalls so hin, dass der Kragen in der Mitte ist, und auch hier hängt der Faden, der Anfangsfaden, links unten. Das bedeutet, dass die schöne Seite innen oder unten jetzt liegt. Und dann dreht ihr euch das Ganze um, fixiert wieder die Schulter genau wie auf der anderen Seite mit Klammern zunächst wieder bis zum Kragen und achtet wieder darauf, dass es genau immer gleich viele Gruppen sind, vorne und hinten. Das ist natürlich ganz wichtig, damit wir ein schönes Ergebnis bekommen. Und auch hier nehmen wir den Faden, den wir dran gelassen haben, stechen wieder ganz am Rand ein und hinten wieder durch das Ersatzstäbchen in die dritte Luftmasche. Zunächst eine Luftmasche, dann eine feste Masche und ich schließe wieder die Naht und schaue, dass ich Stäbchen für Stäbchen vorne und hinten ganz genau erwische. Und wenn ihr diese Naht fertig gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe auch die zweite Schulternaht bis zum Kragen, bis in die Ecke geschlossen. Im Moment liegt jetzt das Rückenteil oben. Jetzt drehe ich mir das Ganze um. Und jetzt müssen wir das Ganze so umdrehen, dass die schöne Seite außen ist. Also einfach umdrehen das Ganze, sodass wir die schöne Seite jetzt außen haben. Das seht ihr hier in der Schulternaht. Dann wieder schön hinlegen. Jetzt die Teile aufklappen. Und jetzt müssen wir diese beiden Teile hier, diese Kante und diese Kante, miteinander verbinden. Die Naht ist dann hier in der Mitte später, und dazu nehmt ihr euch die beiden Teile und fügt diese beiden Kanten zusammen. Zunächst auch wieder fixieren am besten. Also das sind diese 30 cm, die wir jetzt miteinander verbinden, damit der Kragen hinten am Hals geschlossen ist. Bei mir waren das diese 10 Gruppen, die ich hochgehäkelt habe, und bei euch kann die Anzahl der Gruppen auch anders sein.
Und jetzt nehmt ihr euch wieder die Häkelnadel, stecht wieder ganz am Rand ein und hinten in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Holt euch den Faden durch, häkelt eine Luftmasche und häkelt den Kragen hinten wieder Stäbchen für Stäbchen zusammen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe also die beiden Kragenteile miteinander verbunden. Das sind diese 30 cm, die wir behäkelt haben, also über die wir ein Stück hoch gehäkelt haben. Und wenn wir das Ganze jetzt hinaufklappen, dann haben wir jetzt hier noch einen Spalt frei. Hier kommt der Kragen jetzt ans Rückenteil dran. Und auch hier würde ich empfehlen, das mit Klammern zu fixieren. Und hier würde ich das eher mit der Stopfnadel machen. Also das ist die Naht hinteren Hals. Hier kommt der Kragen ans Rückenteil dran und da würde ich, wie gesagt, das schön zunähen. Einfach den ganzen Spalt schließen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also diese Naht hier geschlossen. Von außen sieht das so aus. Das ist dieses Stück hier. Hier ist der Kragen jetzt am Rückenteil dran. Und das ist die Naht, wo wir die beiden Kragenteile miteinander verbunden haben, also diese 30 cm sind das. Und wenn wir das Ganze jetzt umklappen, dann bekommen wir unseren schönen Schalkragen. Und bei mir ist das jetzt so, ich habe hier eine schöne Naht hinten in der Mitte, eine Sichtnaht. Falls ihr diese nicht haben wollt, müsst ihr diese Naht mit einer Wollnadel mit einem Überwändelungsstich schließen und nicht mit festen Maschen. Und jetzt werde ich einmal den ersten Ärmel vorbereiten und dann machen wir den zweiten Ärmel miteinander und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Meine Jacke sieht mittlerweile so aus. Ich habe den ersten Ärmel schon einmal vorbereitet, um zu sehen, wie wir es am besten machen können. Und ich habe ihn direkt hier dran gehäkelt. Und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Und dazu legt ihr euch die Jacke so hin, dass hier die Schulternaht ist. Ihr nehmt euch das Maßband und messt von der Schulternaht weg für die Größe 40-42 ca. 27 cm hinunter. Die anderen Größen schreibe ich euch unten hin. Auf der anderen Seite ebenfalls 27 cm. Aber hier schauen, dass es auf dieser Seite und auf dieser Seite gleich viele Maschen sind. Und dann schlingen wir hier neu an.
also auf der rechten Seite dieses Randstäbchens hier den Faden anbringen, durchstechen, den Faden durchholen und eine Luftmasche häkeln, und dann häkle ich in jede Lücke, also um jedes Randstäbchen herum, 2 halbe Stäbchen. Immer 2, und ihr bekommt schöne halbe Stäbchen, wenn ihr den Faden immer etwas heraufzieht. Also heraufziehen, dass die ungefähr auf derselben Höhe sind, dann werden das wunderschöne halbe Stäbchen. Und wie gesagt, um jedes Randstäbchen herum 2 Stück. Das machen wir bis zur Schulternaht, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 32 halbe Stäbchen gehäkelt. Die Anzahl kann bei euch natürlich auch anders sein, aber diese Zahl brauchen wir erstens für die andere Seite und zweitens dann auch für den zweiten Ärmel. Also notiert euch diese Zahl. Also ich habe sozusagen 16 von diesen Reihen verwendet für die Ärmelbreite. Dann häkle ich ein halbes Stäbchen in die Naht hinein, möglichst in die Naht, damit hier kein Loch entsteht, und häkle dann auf der anderen Seite ebenfalls diese 32 halben Stäbchen hinunter, behäkle also wieder dieselbe Anzahl Reihen wie auf der anderen Seite. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt auf beiden Seiten der Naht jeweils 32 halbe Stäbchen. Die Zahl kann bei euch anders sein. Es müssen auf beiden Seiten gleich viele sein und gleich viele Reihen, die ihr behäkelt habt, und dann noch eine aus der Schulternaht. Bei mir sind das dann insgesamt also 65 halbe Stäbchen, und die Breite ist bei mir über den ganzen Ärmel 54 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch unten hin. Und jetzt wenden wir das Ganze, und ich starte immer mit einer Luftmasche und behäkle immer gleich den allerersten Maschenkopf mit einem halben Stäbchen und häkle die ganze Reihe halbe Stäbchen hinüber, und am anderen Ende sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen, und hier lasse ich jetzt das letzte halbe Stäbchen unbehäkelt, sodass ich jetzt ein halbes Stäbchen weniger habe als in der Vorreihe. Einfach das letzte unbehäkelt lassen, die Arbeit wenden, und wir starten wieder auf dem allerersten Maschenkopf, häkeln wieder die Reihe hinüber und lassen in jeder Reihe immer das letzte halbe Stäbchen unbehäkelt, sodass wir in jeder Reihe ein halbes Stäbchen weniger haben, und auf diese Weise wird der Ärmel gleichmäßig auf beiden Seiten immer schmäler, und für die Größe 40-42 mache ich das, bis ich ungefähr noch 24 cm Breite habe, und dann sehen wir uns wieder, und die anderen Maße schreibe ich euch unten hin, und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Mein Ärmel sieht mittlerweile so aus. Ich habe jetzt ungefähr noch 24 cm Breite, und ab jetzt häkle ich den Ärmel gerade hinunter, also
Ihr müsst schauen, dass die Maschenzahl jetzt unverändert bleibt und auch immer das letzte halbe Stäbchen behäkeln, also die Maschenzahl unverändert, und notiert euch diese Zahl auch für den zweiten Ärmel, damit er genau gleich wird. Und ich mache den Ärmel für Größe 40-42 circa 40 cm lang. Die anderen Maße schreibe ich euch unten hin. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder und lasst den Faden dran, den brauchen wir noch. Willkommen zurück. Mein Ärmel sieht mittlerweile so aus. Das letzte Stück habe ich gerade ohne Abnahmen hinuntergehäkelt und er ist jetzt in etwa 40 cm lang. Am besten macht ihr aber auch eine Anprobe, ob der Ärmel passt. Und jetzt legen wir uns das so zusammen, also ich befinde mich jetzt hier auf der schönen Seite, das könnte bei euch auch anders sein. Das erkennt ihr hier an der Schulternaht und ich lege mir das Ganze jetzt so zusammen, sodass die Seitennähte aufeinander kommen und die Ärmelnähte, und werde das Ganze jetzt zunächst mit Klammern fixieren und schön hinlegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Nähte, also das ist die Ärmelnaht, das ist die Seitennaht, mit Klammern fixiert. Ganz wichtig, hier muss das ganz genau stimmen, wo der Ärmel beginnt und wo die anderen Teile beginnen. Und hier müsst ihr dann darauf achten, dass ganz genau die Reihen aufeinander stimmen. Ich häkle jetzt zunächst die Ärmelnaht hoch. Und zwar mit festen Maschen. Und hier müsst ihr darauf achten, dass es eine flache Naht wird. Also nicht zu viele machen, sonst wälzt sich das Ganze, aber auch nicht zu wenige, damit sich die Naht nicht zusammenzieht. Also am besten schauen, dass jede Masche ungefähr gleich viel Platz hat und dass es sich nicht wellt und dass es sich nicht zusammenzieht. Und jetzt häkle ich also den Ärmel hoch. Und unter dem Arm treffen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe die Ärmelnaht geschlossen und hier bei den Seitennähten, wie gesagt, genau schauen, dass die Reihen übereinander stimmen. Und dann mache ich immer um die Randstäbchen herum. In jede Lücke mache ich 2 feste Maschen, immer um beide Randstäbchen herum, und das mache ich, bis ich am Jackenrand ankomme, und da sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Seitennaht auch beinahe fertig. Ganz wichtig ist, hier ganz am Rand, also in die letzte Lücke, habe ich noch 2 feste Maschen gemacht und dann mache ich ganz am Rand noch eine feste Masche, häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und ich mache jetzt noch hier einen Knoten hinein, damit wir hier einen schönen Abschluss bekommen und diese beiden Fäden dann vernähen. Und jetzt macht ihr den zweiten Ärmel ganz genau gleich wie den ersten und schließt auch auf der anderen Seite die Nähte.
Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Die Jacke ist schon beinahe fertig, beide Ärmel sind dran. Jetzt machen wir eine Reihe feste Maschen rundherum um die ganze Jacke und dazu beginne ich am unteren Rand, und zwar beginne ich bei einer Naht, fange ich an, es ist egal, ob ihr hier beginnt oder bei der anderen Naht. Ich steche hier mit der Nadel ein, hole den Faden durch, verknote ihn, den Faden könnt ihr gleich mit einhäkeln. Ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle zunächst eine Luftmasche und dann eine feste Masche und häkle in jede Masche, die kommt. Ihr könnt hier durch die ganze Masche durchstechen, immer eine feste Masche und macht sie nicht zu klein. Also holt den Faden etwas herauf und häkelt eine feste Masche in jeden Maschenkopf oder in jedes Maschenglied, das kommt. Und ich mache jetzt mal bis zur Ecke und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und hier ist es ganz wichtig, dass ihr in die letzte Masche hier 3 feste Maschen macht, also alle in eine Masche, damit ihr gut um die Kurve kommt. Auch hier könnt ihr den Faden gleich mit einhäkeln und dann würde ich um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen machen, nicht zu klein häkeln, immer schön den Faden heraufziehen und dann bei der nächsten Ecke wieder 3 in eine Masche, damit ihr gut um die Kurve kommt und irgendwann kommt ihr wieder da an, wo wir begonnen haben und da sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe mit einer Kettmasche in die erste feste Masche zur Runde und jetzt häkle ich noch eine Reihe mit Krebsmaschen, dazu beginne ich mit einer Luftmasche und ich häkle jetzt sozusagen von links nach rechts, also rückwärts, steche nicht in die allererste, in den nächsten Maschenkopf ein, hole den Faden durch und ziehe ihn durch, die beiden Schlaufen, häkle eine Luftmasche, lasse eine Masche aus und in jede zweite häkle ich eine Krebsmasche. Dazwischen immer eine Luftmasche, eine auslassen, in die Masche einstechen, den Faden durchholen, die Schlaufe heraufziehen und abmaschen, eine Luftmasche. Und das mache ich, wie gesagt, in jede zweite feste Masche. Und an der Ecke sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Hier sind die 3 in einer Masche und hier würde ich in jede feste Masche einstechen, nicht in jede zweite, sondern in jede, damit ihr gut um die Kurve kommt. Und wenn es wieder gerade wird, könnt ihr wieder in jede zweite feste Masche einstechen und bei der nächsten Ecke macht ihr das genauso.
Einfach schauen, dass sich die Ecke nicht aufstellt und lieber einmal öfter einstechen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, mache die letzte Masche möglichst nah dahin, wo wir begonnen haben. Häkle dann noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und das könnt ihr so schön hinnähen hinten, dass man hier keinen Übergang mehr sieht. Und wenn ihr eure Fäden noch vernäht habt, dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude mit dieser wunderschönen Jacke, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.